What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On November 23rd, 2016, the announced video about religion was released with the title Dragon Hours is Your Fire. Die Religion der Drachen ist eine ehrwürdige und alte Art des Glaubens. Rainer also headbanged to Sabaton that day. On November 24th, he filmed himself driving in Nuremberg. On this day, the documentary Dragonlord vs. Haters, When Cyberbullying Becomes Reality was released on the YouTube channel Y Kollektiv, which also belonged to the Funk network. In the documentary, Rainer is mainly portrayed as a victim. Although Rainer did not want to cooperate with the journalist because he was afraid of drawing even more negative attention to himself, Dennis Leifels went to Altschauerberg. Which is why he was also accused by some of not being any better than the haters. In the nightly stream, Rainer claimed to take legal action against the makers of the documentary. Then he explains that he has diarrhea. Und nein, ich habe die Dokumentation nur zur Hälfte gesehen. Und schon was gegen die ganze rechtlich unternommen. Und den flotten Otto habe ich im Moment auch anscheinend. Keine Windel an, ich habe eine Decke um mich gewickelt und zusammengebunden. Kauf dir mal eine Hose, ich habe eine Hose an, Alter! On November 25th, the video Questions to Iblali, Will I Get Answers was released. In it, he mainly complains because Iblali thinks he is arrogant and invites him to a personal meeting. Deswegen jetzt hier die Frage, warum hältst du mich für arrogant, nur wegen meinem Handeln? Finde ich nicht wirklich gerecht. Rainer also assumed that if just one of the bigger YouTubers made a video with him, then the hate would subside. In the stream, Rainer claimed that if no one would come to the poster sale tomorrow, he would soon be without electricity. Then, on November 26th, Questions for Gronk, Will I Get Answers was published. Rainer complains about Gronk's response to his tweet on September 4th and also invites Gronk to a personal meeting. On November 27th, Rainer showed himself in a video making an Advent wreath. On November 28th, he revealed on Twitter that the spell checker recognized his spelling mistakes, but that he is too lazy to fix them. On November 29th, Rainer revealed in the video Info, Slower Internet, Power and PC that he had spent his money on electricity and therefore his internet is now throttled again. On November 30th, he expressed a suspicion that someone was hacking his browser via YouNow. Iblali revealed in his stream that he thinks Rainer is arrogant, partly because of incidents like when Rainer turned down a friendly invitation to a barbecue. Originally, he had nominated Rainer for the Roast Yourself challenge so that Rainer would have the chance to show that he is capable of self-mockery. In the night of December 2nd, 2016, there was another stream. Weißt du, bring dich um, nennst du dich. Was magst du, wenn ich mich wirklich umbringe? Dann bist du dran schuld. Ich hoffe, du wirst dein ganzes Leben lang, wenn du sowas den Leuten sagst, hoffe ich, wird das irgendwann mal einer machen und dann wirst du dein Leben lang nicht mehr froh, Alter. Ich hoffe ernsthaft, dass du dein Leben lang Depressionen hast deswegen. Ich bin 27 Jahre ohne Sex, ja. Also werde ich auch mal einen Tag oder mal eine Woche oder mal einen Monat ohne Sex auskommen. Towards the evening, Rainer streamed again and talked about his training and martial arts experience. Weißt du, jemanden aufgrund seiner körperlichen Attribute zu beleidigen, zeugt von einer niedrigen Gesinnung und einem kleinen Penis in der Hose. Die Kraft ist völlig unerheblich. Ich kann einen umhauen, der 10-mal stärker ist als ich. Einfach nur, wenn ich richtig zuschlage an der richtigen Stelle. Und die meisten Leute, die trainieren sowieso nur ihre Oberarme.
Man muss den Muskel immer auf Spannung halten. Man darf nicht ganz zu einem her. Ja. Man darf nicht ganz zu einem her, weil das ist ein Ruhezustand und wenn du ganz nach unten gehst, ist auch ein Ruhezustand. Ja, Kollege, ich habe 6 Jahre Kampfsport gemacht. Ich weiß durchaus, wie das geht. Brauchst du gar nicht lachen, Alter. Du bist ja 2 Meter groß, oder? Kann das sein? Ja, ganz so groß bin ich nicht. 1,90, 1,96, irgendwas in der Größenordnung, ich weiß es nicht genau. Wobei, ich glaube, neulich hat man mich gemessen, da war ich, glaube ich, 1,89. In the video, No Electricity, How Was That? Rainer talked once again about the time without electricity. Es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Es war sehr interessant und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das hört sich lächerlich an irgendwie, oder? Aber es war wirklich so. Es hat wirklich Spaß gemacht, wirklich mal keinen Strom zu haben. Ich konnte keine Videos machen, ich konnte keine Streams machen. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas in die Richtung zu machen. Then he got to talk about the lady with whom he had visited the zoo together a while ago. Also sie ist eine sehr, sehr schöne Frau. Eine sehr anziehende Frau, mit der ich gerne auch mehr Kontakt gehabt hätte oder hätte. Aber, und damit ist nicht gleich wieder das gemeint, was ihr wieder denkt. Und das sagen die Leute immer, ich bin pervers. Nee, also es ist eine sehr, sehr wunderschöne Frau. Ja, aber wegen dem Hate ist natürlich klar, dass ich mit jemandem nichts anfangen kann und dass ich deswegen momentan absolut kein Interesse an Frauen habe, weil das ist einfach nichts, also das passt einfach nicht zusammen. That day, Rainer opened a new Facebook page and complained about the police in a post. On the 3rd of December, Rainer decided to offer the posters at a lower price for the Christmas season. On December 4th, the video, What Really Happened in Cologne, was released. In it, Rainer explains that he lied about World of Wolfram because Funk had asked him to keep quiet about his involvement in the shooting. After that, it was quiet around Rainer for a few days, which is why haters speculated that he had no power again. Then, on December 8th, a sign of life appeared in the form of the video New Game and Amiibo. In it, he presents his purchases, including a video game and an Amiibo. After announcing that he had paid his internet bill in the meantime, he lifts the door off its hinges in the kitchen. Das lasse ich mal unkommentiert. On December 11th, there was another stream in which Rainer bragged about having beaten up masses of haters. Und hinterher rennen 30 bis 40 Leute oder über 100 Leute, ich weiß nicht wie viele das waren, einfach mal schreiend vor einer Person weg. Das nenne ich Macht. Nö, ich würde ja die Prügel rausschmeißen, aber 100 Leute haben Angst, dass ich ihnen die Fresse poliere. Das muss mir mal geben, Alter. On December 12th, an interview with Rainer appeared, which had been put together for Bone Clinks. Someone pretended to be a reporter from a fictitious music magazine, but couldn't really find out any new information about Rainer in the interview. On December 13th, haters had managed to put up an advertisement in Emskirchen with the inscription "Defeat your inner sheep and get a job." In the stream, Rainer pretended to be clueless. Hast du schon das schöne Plakat gesehen? Ich weiß nicht, von was für komischen Plakaten ihr die ganze Zeit sprecht. Keine Ahnung. Du wirst es sehen, wenn du wieder zum Rewe musst. Ich war heute zweimal in der Rewe. Du bist schwul. Der ist geil. Der ist geil. On December 14th, Rainer tried to stream on YouNow, but then switched to Hitbox due to technical difficulties. However, the names of new followers were displayed in the stream. Ach Leute, könnt ihr euch nicht einfach einmal im Leben benehmen? Ich verstehe es nicht, warum ihr immer so einen Kindergarten abziehen müsst. Nur mal kurz dazu gesagt, wenn ihr jetzt meint, dass ihr mir schreiben könnt, nur weil ihr mir folgt, das haut nicht hin. Ihr müsst abonnieren, wenn ihr schreiben wollt. Geht leider nicht anders mit den ganzen Arschlöchern da draußen, die nur Scheiße bauen. Okay, wenn ihr euch nicht benehmen könnt... 27 Jahre Jungfrau. Auch eine Anspielung. So, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann machen wir die Alerts eben aus. Damit habe ich auch kein Problem. Dann eben nicht.
On this day, the hater Based God, who had once called the fire department to Rainer's house, was sentenced to 3 years and 5 months in prison. Only 6 months of this were due to the call to the fire department. Although he had committed credit card fraud many times, he was on trial for a long list of charges, including distribution of child pornography. Based God was caught by the police for his pranks, partly because he had bragged about his deeds on the internet. At the trial, it was also revealed that Based God had over 70 email addresses, almost all of them registered to Rainer Winkler or similar. Apparently, Rainer stopped accepting parcels because Based God had sent him masses of illegal goods paid for with other people's credit cards. On December 15th, Rainer then streamed Skyrim on Hitbox. On December 17th, he showed up gloomy in the Uno stream and replied to a user called Please Kill Yourself Already. Weißt du was, ich bring mich wirklich um. Und dann bist du schuld. Und dann frage ich mich, ob du damit leben kannst, du Arschloch. Ohne Scheiß, Alter. Lass dich ohne Scheiß, tu uns allen einen Gefallen, lass dich in die Psychiatrie einweisen, wenn du solche Sachen ins Internet schreibst. Weil irgendwann bringt sich wirklich einer um. Und dann bist du dran schuld. Und dann bist du wahrscheinlich derjenige, der Selbstmord macht. Then the video Drache Take Episode 1 Metal was released. In it, Rainer fails to define or describe metal and the culture associated with it. Metal hat auch eine Kultur. Also es gibt die Kultur des Metal, genau wie es die Kultur des Hip-Hop, die Metal-Kultur, die vegane oder vegetarische Kultur gibt. Oder natürlich verschiedene, ja, es gibt natürlich verschiedene Länder, da gibt es verschiedene Kulturen, es gibt verschiedene Religionskulturen und so weiter und so fort. Then he digresses and talks about how people deny him being a real metalhead and how the haters are trying to break him. He also claims that the other kids tried to beat him up in school. According to a group of visitors who didn't consider themselves haters, Rainer threw a beer bottle at them and threatened with violence when they tried to have an objective conversation with him that day. In the stream, Rainer once again complained about lag on YouNow and then switched to Twitch, where things didn't go any better. On December 19th, Dragon Monday, episode 39, Why Victor was released. Since Iblali, or Victor, had pretended to have a Dragonlord tattoo in a new video, Rainer thought he was trying to make him more popular and thus support him. Then Rainer explains why he thinks he is being hated. Ihr seid Individuen, ihr habt was Besonderes, deswegen werdet ihr gemobbt, deswegen werdet ihr geärgert, deswegen werdet ihr gehatet. Jeder, der gehatet wird, soll sich eine Frage stellen. Warum? Und diese Frage beantworte ich euch ganz einfach. Ihr seid etwas Besonderes als andere. Und das war bewusst so ausgesprochen. Ihr seid etwas Besonderes. Ihr seid besonderer als diejenigen, die euch haten. Jeder Mensch ist was Besonderes. Jeder ist ein Individuum. Aber die wenigsten verhalten sich wie solches. Und ich mache das. Also, a Let's Play of Life is Strange was released that day, in which Rainer demonstrates that he still has serious trouble with reading. Ich kann nicht viel von ihm wahren. Hätte mir deswegen fast mein Gag-Titel aberkannt. Herbstliche Atmosphäre im Klingelständer perfekt. Da ich an Halloween mit Klö vergleiche. Then there was another stream with threats of violence against the haters. Atemlos schlag ich sie, hause und schau zu, wie sie frecken, alle zusammen. Haters sind so schlecht wie sonst nix, Schmann. Warte mal. So, Gürtel aufmachen. Der Ofenkäse war wohl ein bisschen viel vorhin. Diesen Silvester kann ich definitiv nicht nach Köln. Ich habe das Silvester schon was vor. Alleine zu Hause sitzen und weinen. So way died you become a farmer.
I want to make down of money. I wanted to escape my old life. Wanted. Ich folge dem alten Leben? Was? On December 20th, Rainer ate oven-baked cheese without side dishes live in the stream. On December 21st, haters tried to provoke Rainer with donations during a stream on Hitbox. Meanwhile, Rainer struggled to read the text in a video game. Was? Eine Flasche von relativ sauberem Wasser ist das, was dem Wassertropfen Erotics, was am nächsten kommt. When Rainer went outside during the stream because there were people in front of his house, his moderator, Abby Sunrise, banned trolls who were following Rainer with obscene names on Hitbox. However, the chat was only open to subscribers anyways, which means that the accounts were only visible in the chat at all because Abby banned them. So, weiter geht's. Immer diese Feiglinge. Ganz ehrlich, wenn sie keine Eier haben, um aufs Maul zu kriegen, dann brauchen sie hier erst auftauchen. Lern lesen, Spacki. Ja, lern du lieber mal anständig respektvoll mit jemandem umzugehen, der mehr wert ist als du, weil du dich wie der letzte Arsch verhältst und dementsprechend weniger wert bist. Soll ich Nietzsche zitieren? Erst wenn der letzte Baum gefällt, erst wenn der letzte See vergiftet, der letzte Baum gefällt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus. Ich musste das Zitat mal wieder nachlesen. Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss vergiftet, das letzte Brot verzehrt ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie das ganze Zitat ist, aber... On December 22nd, Rainer smoked a pipe in the stream. Later, he went outside to yell at visitors who had allegedly thrown firecrackers. Scheiße glatt! Ich persönlich hoffe, dass die einen Unfall bauen. Das ist echt böse, aber ich hoffe, dass die einen Unfall bauen. Und dass die dann vielleicht endlich mal in ihrem Leben ein einziges Mal eine Erkenntnis haben, dass sie die Idioten sind. A hater had taken on the effort and created a list, according to which, in the course of Rainer's stream on December 21st and 22nd, a total of 1,322 people were banned. Then, on December 23rd, the video Dragon is Back, Episode 1, Facebook, was released, in which Rainer threatens Facebook with legal action. Then, he brings back the Dragon Lord as a character. Leute! Hey! Und willkommen! Fuck Facebook! 3-mal habe ich mich jetzt da scheiß bei dem Fuck da angemeldet. Und verfickte 3-mal! Haben diese Arschlöcher mich jetzt doch tatsächlich jedes Mal wieder rauskauen. Und ich muss jetzt 3-mal meinen Kanal wiederherstellen. Und jetzt haben sie mich gesperrt wegen Spam! Boah! Alle ohne Scheiß! Was soll der Fuck? Ich hab überhaupt nicht gespammt! Was soll die Fuck-Kacke da, Alter? Ohne Scheiß, ich hoffe, dass Facebook, ihr Wichser, diese Scheiße hier sieht, Alter! Und endlich mal was gegen jede Scheiß-Wichser machen! Ich glaub, ihr habt den Arsch offen, Alter! Facebook, Alter, du blöder Wichser! Mach deine Scheiße mal richtig! Nicht blocken wegen Spam, ohne Spam! Und dann herzugehen und meine Scheiße zu melden! Schaut, dass er meinen Account wieder freischaltet, ihr blöden Pisser! Und schaut, dass ihr die ganzen Hater löscht! Und ich gehe mal rechtlich gegen euch vor! Was ihr für eine Scheiße macht, ohne Kack, Alter! Ich bin derjenige, der die Arschkarte hat! Fuck, Alter! Ihr lasst doch die ganze Scheiße von meinen Hatern zu, Alter! Ihr seid überhaupt der Grund, warum so viel von meinem Hate überhaupt so weit rausgehen konnte! Lach schon, ihr Wichser! Facebook, ihr Wichser! Und diese ganzen Hater, ihr Wichser! Ohne Scheiß, Alter! Facebook! Ich geb da eine Woche, Alter! Mach meinen scheiß Account wieder frei, oder es gibt echt Arschkarte! Tschüss, ihr Wichser! While Rainer was streaming that day, he went outside again to confront visitors. After about half an hour, he came back and reported what happened from his point of view. Ich
Ich bin jetzt so lange weg gewesen, weil ich jetzt auf die Bullen gewartet habe, die nicht gekommen sind. Die Polizei, ich bitte um Entschuldigung. Und ich warte jetzt drauf, dass die kommen, oder ich habe jetzt darauf gewartet, dass die kommen. Und die sind doch jetzt tatsächlich nicht in der Lage, ihren Arsch hierher zu bewegen und wirklich mir zu helfen. Mir hat jetzt jemand versucht, die Pulsader aufzuschneiden oder aufzuschlitzen. Am Daumen bin ich verletzt. An meinen Haaren ist gezogen worden. Ich habe ein paar Haare jetzt verloren. Also nicht so schlimm natürlich, aber es tut natürlich jetzt scheiße weh. Noch einige andere Sachen. Versuchte Körperverletzung, Drohungen, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Also die haben jetzt auch von meinem Tor was kaputt gemacht. Waren zu 5, also auch noch Drohungen. Also ich habe auch noch Angst um mein eigenes Leben jetzt quasi gerade gehabt, auch weil jetzt wirklich 5 Leute gegen mich losgegangen sind. Davon 3 wirklich über meinen Zaun gesprungen sind, über mein Hoftor gegangen sind, dementsprechend Hausfriedensbruch begangen haben. Ich habe jetzt auch noch jemanden gefragt, weil ich kenne jemanden, ob die Person weiß, was ich machen kann wegen sowas. Ob man da irgendwie rechtlich gegen vorgehen kann, gegen die Polizei natürlich, meine ich jetzt. Ob es da irgendwelche Anlaufstellen gibt, weil es ist jetzt nicht das erste Mal und es wird vermutlich auch nicht das letzte Mal sein. Und die Polizei macht einfach ihren scheiß verfickten Job nicht. Ich frage mich ganz ernsthaft, warum die scheiß verfickte Polizei ihren verfickten Job nicht macht. Das ist unterlassene Hilfeleistung der Polizei. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es erkennt mit der scheiß Kamera, also mir hat wirklich jemand versucht, hier die Pulsschlagader aufzureißen. Also in der Ich persönlich gehe schon davon aus, dass die Polizei bei mir vor der Matte steht und dann sich bei mir beschwert darüber, dass ich auch noch die Wahrheit sage. Das sehe ich nämlich schon kommen. Weil wir da irgendwelche Idioten bei denen anrufen und dann irgendwelche Soundsamples oder so von mir abspielen. Ich warte ja ehrlich gesagt schon drauf, dass sie irgendwann herkommen und sagen, ja, Aufruhr öffentlichen Ärgernis, ich bin schuld. Und mich hinterher auch noch anzeigen oder auch noch einsperren deswegen. Shortly afterwards, the police showed up after all. On December 26th, Rainer commented on the visits in the Dragon Monday. He explained that he had refused the invitation for the barbecue because he had already had very bad experiences with haters, such as during the Baton attack. Rainer seemed to have confused something here because the invitation for the barbecue had happened about a month before the Baton attack. Then he explains that his Facebook page had been deleted again and thus he had lost the 100 to 200 euros that he had put into a game on Facebook. He announces to pause the poster sale until April. Then he talks about his number of subscribers. He had not reached the 100,000 subscribers he predicted in 2016, instead he had only about 36,000. Then he makes a prediction for 2017, rounding up his current 36,000 subscriptions to 3,600 subscriptions. Aktuell mache ich knapp 2400 Abos und das monatlich. Wenn man das jetzt hochrechnen würde, ich persönlich schätze, dass ich die 50.000 bis vielleicht wirklich 75.000 bis Ende des Jahres erreiche. Ich würde mich sogar weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich schaffe vielleicht sogar dieses Jahr die 100.000. Rainer declares to continue to pursue his goals on YouTube without compromise. Egal was jetzt kommt, egal was passiert, ob Freunde, ob Familie, sich von mir endgültig distanzieren, was bei Familie größtenteils schon passiert ist, bei Freunden noch nicht ganz. Aber trotzdem sollte sich jetzt wirklich jeder von mir lossagen, ich werde weitermachen, egal was kommt. Ich habe ein Ziel in meinem Leben, ich habe einen Punkt, den ich erreichen möchte mit YouTube, mit meiner Reichweite, mit meiner Größenordnung. Ich möchte ein Zeichen setzen, dass man sich nicht den Menschen unterwerfen muss, die meinen, sie sind stärker, nur weil sie eine Masse sind. Ich bin alleine, ich stelle mich alleine gegen 100 Leute und das habe ich tatsächlich reell auch
schon gemacht mit den Leuten, die mich mit einbeschmissen haben. Da waren wirklich fast 100 Leute oder was, die auf mich losgehen wollten und ich bin einfach mal schnurstracks auf die zugerannt, was dafür gesorgt hat, dass sie sich alle umgedreht haben und abgehauen sind. Ich habe in dem Moment mein Leben riskiert und ich würde das jederzeit wieder machen. Ich will ein Zeichen setzen. Und auch wenn mir die Polizei nicht hilft, auch wenn mir keine Anwälte helfen, auch wenn mir sonst niemand hilft, ich mache mein Ding. Ich stehe alleine. Das war aber nie anders. Das war in meiner Schulzeit so, das war nach der Schulzeit so und es wird vermutlich noch in 100 Jahren so sein. Aber vielleicht wird irgendwann irgendjemand aufwachen und sagen, ey, das kann jetzt so weitergehen, dem helfe ich jetzt oder da wird geholfen. Und dann passiert es vielleicht, dass die ganze Menschheit irgendwann mal aufwacht. Das ist meine Hoffnung. On December 28th, Rainer finally organized the long-awaited donation stream. In it, he reported that the injury from the baton attack had been bothering him again since Christmas, so that he sometimes had problems breathing. Rainer had only set 1,000 euros as a goal, but he reached only 64 euros that day. On the 29th of December, he streamed visibly in pain, which he attributed to the baton attack. Allegedly, he now even took several painkillers to be able to fall asleep at all. On December 30th, the video, that was the year 2016, was released. In it, Rainer mainly talks about the haters, Gronkh and Iblali again. Later, there was then another stream on Hitbox in which he collected donations again. In total, Rainer had collected almost 400 euros with the donation streams. However, this does not take into account that some donations may have been charged back later. In addition to Rainer's precarious financial situation, there was the by now bad relationship with the local police. Since Rainer had already called the police several times because of trivial things, the police now hesitated to rush to him. Rainer reacted to this with public insults, which only made the relationship worse. This was to be his undoing in the future.